not sure if we can say there is a biggest problem. Ich bin mir nicht sicher, ob man vom größten Problem sprechen kann. It will cause a whole series of problems. Aber daraus entsteht eine ganze Reihe ernsthafter Schwierigkeiten. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi friends! Hallo Freunde! Back in the studio, Daniel and Reinhard. Daniel und Reinhard sind wieder im Studio. I've been asked to talk about this. Man bat mich über Folgendes zu reden. What's the biggest problem if a church is not surrendered? Was ist das größte Problem einer nicht hingegebenen Gemeinde? Wow, people ask me difficult subjects, don't they? Oh, man fragt mich schwierige Sachen, nicht wahr? You know, but that's what they do. So ist es halt. So, what's the biggest problem if a church is not surrendered? Was ist nun das größte Problem einer nicht hingegebenen Gemeinde? I'm not sure if we can say there is a biggest problem, Ich bin mir nicht sicher, ob man vom größten Problem sprechen kann. but it will cause a whole series of problems. Daraus entsteht aber eine ganze Reihe ernsthafter Probleme. Actually, I think I know what's the biggest problem. Oh, ich weiß, welches das größte Problem ist. Here is the biggest problem if a church is not really surrendered. Das größte Problem einer nicht ganz hingegebenen Gemeinde ist, They do not walk in true divine love. sie wandelt nicht in der wahren göttlichen Liebe. That's the biggest problem. Das ist das größte Problem. Why is that the biggest problem? Warum ist das so? Because this now will trigger a whole bunch of other problems. Weil dieses Problem einen Rattenschwanz hinterherzieht. You know, think about this. Denk darüber nach. If a church would walk in real divine love, Wenn die Gemeinde in vollkommener göttlicher Liebe wandelt, the church would never break out in a fight and people would leave. gäbe es keine Kämpfe innerhalb der Gemeinde und keiner würde die Gemeinde verlassen. Think about this. Denk darüber nach. If we surrender, that means we've given up our selfish way of living. Wenn wir hingegeben sind, geben wir unseren selbstsüchtigen Lebensstil auf. If a church or a group of people is surrendered, Wenn eine Gemeinde oder Gruppe von Menschen hingegeben ist, means they're giving up their own selfish way of living. gibt sie ihre selbstsüchtige Lebensweise auf. The first thing that will happen is they will walk in love because now they're not selfish anymore. Das erste Resultat davon ist, sie lebt in Liebe und nicht mehr egozentrisch. And love never seeks its own interest. Liebe sucht nie nach eigenen Interessen. You know, I don't know, I've said it too many times, but I'm going to say it again. Ich wiederhole es immer wieder. I've never, ever seen a better church than the church in my house. Ich habe keine bessere Gemeinde als die in meinem Haus gesehen. Honestly. Ehrlich. You know, people who walk in our house, they're always so touched just by how we live life. Unsere Gäste sind von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, so berührt. Everybody loves everybody, Jeder liebt jeden and yet everybody's real and honest. und jeder ist ehrlich. Everybody cares about everybody helps everybody. Jeder hilft jedem, jeder kümmert sich um jeden. We live the allelon, we live the one another. Wir leben das Allelon, wir leben das Miteinander. The only fight that Daniel and me has Das Einzige zwischen Daniel und mir is if we fight, who is allowed to wash the dishes? ist der Kampf um das Geschirrspülen. Let me wash the dishes. No, I'm washing it. Ich mache es, nein, ich. But you know, think about this. Denk darüber nach. Because we live a life of surrender, Weil wir ein Leben der Hingabe führen, there is a sense of peace in our house, a sense of love in our house, haben wir ein Gefühl des Friedens und der Liebe in unserem Haus. a sense of care for one another. Wir kümmern uns umeinander. But a church that's not surrender, Eine Gemeinde nicht hingegeben ist, they're building their own kingdom. baut ihr eigenes Königreich. Position becomes very important. Positionen werden sehr wichtig. My taste of music is more important than your taste of music. Mein Musikgeschmack ist wichtiger als deiner. I don't like this way, I like the other way. Ich mag das lieber anders. So suddenly, because we're not surrendered, brings a series of difficulties that often causes a split in the church. Weil wir nicht hingegeben sind, bringt das eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich und führt oft zur Spaltung der Gemeinde. Because surrender means it's not me anymore. Hingabe bedeutet, es geht nicht mehr um mich. Think about this. Überleg mal. The Bible teaches us to consider the other more important than ourselves. Die Bibel lehrt uns, den anderen höher zu achten als uns selbst. See, that's a surrendered church. Das ist eine hingegebene Gemeinde. So a church that's surrendered always looks to serve and never looks to be served. Eine Gemeinde, die sich hingibt, will immer dienen und nie bedient werden. You know, we have created a atmosphere in churches that is so anti-surrender. Wir haben in den Gemeinden eine Atmosphäre geschaffen, die das Gegenteil von Hingabe ist.
Think about this. Überleg mal. People usually go to the church they go to because they get something out of it. Die Menschen gehen normalerweise in die Gemeinde, um etwas zu bekommen. Isn't that true? Ist das nicht so? If you don't get anything out of it anymore, you're going to quit going. Wenn du keinen Nutzen mehr daraus ziehst, wirst du nicht mehr gehen. The preacher doesn't preach the stuff that blesses me. Der Prediger predigt Sachen, die keinen Segen für mich sind. They talk too long about the offering. Sie sprechen zu lange über das Opfer. I don't like how they do this. Mir gefällt nicht, wie sie das tun. They always say that. Sie sagen immer das. You see, we've literally created a church structure that is a consumeristic church structure. Du siehst, wir haben buchstäblich eine konsumorientierte Gemeindestruktur geschaffen. What does it mean? Was heißt das? It means that we have not learned to live a life of surrender in a community. Es bedeutet, wir haben nicht gelernt, ein hingegebenes Leben in einer Gemeinschaft zu praktizieren. So the biggest problem is that we will not walk in love towards one another like Jesus said. Das größte Problem ist also, dass wir nicht in Liebe zueinander leben, so wie es Jesus gesagt hat. Now, all the other problems, they are nothing else but little side effects. Alle anderen Probleme sind die Folgen davon. You know, when I've been called into a whole bunch of church situations. Man hat mich in viele Gemeinden gerufen, Asked to help. damit ich helfe. I've been asked to go and assess churches and help them navigate through difficult moments. Ich bin gerufen worden, Gemeinden zu beraten und ihnen zu helfen, schwierige Momente zu bewältigen. I mean, some very complicated. Sehr komplizierte Sachen. I remember once I was called to a church with over 2,000 members. Man holte mich in eine Gemeinde mit 2000 Mitgliedern. And I've never seen such a big mess in any church that I've seen there. Solch ein Durcheinander habe ich noch in keiner anderen Gemeinde gesehen. They've asked me if I can go in and help them to sort out this mess. Sie fragten mich, ob ich helfen könnte, dieses Chaos zu sortieren. I've seen a lot of church messes. Ich habe viele Gemeindeschlamassel gesehen. But it always comes back to a very simple thing. Es kommt immer wieder auf eine ganz einfache Sache zurück. Love is not the dominating factor in this church, and it is because there is no surrender. Liebe ist nicht der dominierende Faktor in der Gemeinde und das liegt daran, dass sie nicht hingegeben sind. I'm right. Ich habe recht. No, I didn't say that. Ich sagte das nicht. You said this. Du hast das gesagt. No, you said that. Nein, du hast es gesagt. If you surrender, then what does it matter who said what? Wenn du hingegeben bist, spielt es keine Rolle, wer was gesagt hat. Listen to me, my friend. Hör zu, mein Freund. I've said recently to somebody, Kürzlich sagte ich zu jemandem, I would be willing to let go of everything I do for God ich werde bereit sein, alles loszulassen, was ich für Gott tue, in order not to sacrifice God-given relationships. um gottgegebene Beziehungen nicht zu opfern. How many friendships and relationships have been sacrificed on the altar of theology? Wie viele Freundschaften und Beziehungen werden auf dem Altar der Theologie geopfert? And then 3 years later we found out, oops, I don't believe anymore what I believe. 3 Jahre später findest du heraus, ich glaube nicht mehr das, was ich früher glaubte. And then we look back and then we realized, oh my God, if I would have only been surrendered, then this would not have even been an issue. Dann blicken wir zurück und stellen fest, wenn ich nur hingegeben wäre, wäre das nicht geschehen. Can you imagine Kannst du dir vorstellen, what God can do through a small group of people that lives in surrender? was Gott durch eine kleine Gruppe hingegebener Menschen bewirken kann? You know, the Bible gives 6 different allegories about what the church really is. Die Bibel nennt 6 verschiedene Gleichnisse, was die Gemeinde wirklich ist. Is it 6 or is it 7? Sind es 6 oder 7? I think it's 6. Ich denke, es sind 6. Maybe you will find 7. Vielleicht findest du 7, No more than 7. aber nicht mehr als 7. I think it's 6. Ich denke, es sind 6. I can look back in my study notes. Ich müsste es in meinen Unterlagen nachschauen. But anyhow, Wie dem auch sei. one of the allegories that the Bible gives us for a church is a body. Eines der Gleichnisse, die uns die Bibel nennt, ist, dass die Gemeinde ein Leib ist. Look about your own body. Schau deinen eigenen Körper an. Your body will function perfectly fine in harmony only when there is mutual surrender. Dein Körper funktioniert nur dann perfekt, wenn alle Körperteile in gegenseitiger Unterordnung arbeiten. The leg says, Das Bein sagt, it's so unjust. das ist so ungerecht. I have to carry 70 kilos. The arms never have to carry that. Ich muss 70 Kilo tragen, die Arme müssen das nie tun. All day long. Den ganzen Tag über. I'm not going to do this anymore. Ich mache das nicht mehr. The mouth says, Der Mund sagt,
Man, why do I always have to work? Mann, warum muss ich immer arbeiten? You put me in a chair in front of a camera and you make me work all day long. Du setzt mich in einen Stuhl vor einer Kamera und lässt mich den ganzen Tag arbeiten. I don't want to do that the whole time. Ich möchte es nicht die ganze Zeit tun. Think about your body. Denke an deinen Körper. Every member is surrendered to each other for the good of the whole. Jedes Glied ist dem anderen zum Wohle aller unterstellt. The legs go where the brain is telling the leg to go. Die Beine gehen dorthin, wo das Gehirn sie hinschickt. The moment the members of the body stop living in mutual surrender, it's going to be a cripple. In dem Moment, wenn die Glieder des Körpers aufhören, in gegenseitiger Abhängigkeit zu leben, wird es zu einem Krüppel. Hey, I want to do this. Hey, ich möchte dies tun. No, but I want to go there. Ich möchte dahin. No, I want to sit down. Ich setze mich hin. No, I want to run. Nein, ich laufe. No, I want to talk. Nein, ich rede. No, I want to listen. Nein, ich höre zu. It's a mess. Es ist ein Chaos. So a church that doesn't learn to live in surrender like the members of a body do one another, Eine Gemeinde, die nicht lernt, in Hingabe zu leben, so wie die Glieder eines Körpers untereinander, and for the higher good, für das Gemeinwohl and surrendered at the end to the head, which is Jesus and no human being, und sich dem Haupt, das Jesus ist und nicht ein Mensch, nicht hingibt, is a church which will face the biggest problem with its lack in love. ist eine Gemeinde, deren größtes Problem der Mangel an Liebe ist. And all love Liebe. and all the other problem are side effects of not truly loving. Alle anderen Probleme sind Begleiterscheinungen von fehlender Liebe. Find me a church that is having a lot of problems. Finde mir eine Gemeinde mit vielen Problemen. I guarantee you it's a church that's not surrendered. Ich garantiere dir, die Gemeinde ist nicht ganz hingegeben. But there are people who want to have what they want to have. Es sind Menschen, die wollen haben und haben. So there will be lack of love, and therefore there will be a lot of strife and selfishness and a lot of other mess. Es gibt einen Mangel an Liebe, es gibt Streit, Egoismus, eine Menge andere Probleme. Let's live as the church. Lasst uns als Gemeinde leben. Let's be a living body. Lasst uns ein lebendiger Leib sein. Walk in surrender and walk in love. In Hingabe und Liebe wandeln. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Jesus is building his church, don't forget. Jesus baut seine Gemeinde, vergiss das nicht. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.